Es gibt da einen Kanal, den so gut wie jeder Mensch mit Smartphone sofort checkt, sobald das Handy vibriert. Und zwar völlig unabhängig davon, welchen Messenger er installiert hat. Die Rede ist von SMS. In diesem Video zeige ich dir, was du damit alles machen kannst, was du technisch brauchst und was die Kosten für eine SMS-Marketing-Kampagne sind. Denn mit SMS und E-Mail in einem Workflow kannst du eine Kombination schaffen, die deinen Umsatz, zum Beispiel im E-Commerce, steigern kann. Und für alle, die direkt starten wollen, über den Link in der Beschreibung tutorialcenter.tv/brevo-sms bekommst du 50% Rabatt für die ersten 3 Monate in den bezahlten Brevo-Tarifen. SMS hat einen riesigen Vorteil, den viele vergessen. Du brauchst keine App, kein WLAN, kein Internet. Jedes Handy, ob Smartphone oder altes Tastenhandy, kann SMS empfangen. Und das heißt, du erreichst wirklich jeden in deiner Kontaktliste. Nicht nur die, die zufällig auch WhatsApp installiert haben. Und genau deshalb ist SMS für bestimmte Use Cases unschlagbar direkt. Eine SMS, die landet eher nicht im Spam-Ordner, wenn du sie richtig formulierst. Sie wird nicht von einem Algorithmus aussortiert, sondern sie kommt einfach an. Und zwar fast immer innerhalb von Sekunden. Was ich dir empfehlen würde, ist bei SMS nicht als die alte Technik von früher zu denken, sondern als deinen zuverlässigen Notfall- und Expresskanal zu sehen. Also wenn es mal wirklich schnell und sicher ankommen muss, ist SMS oft die bessere Wahl als E-Mail. Aber was genau kannst du darüber eigentlich versenden? Schauen wir uns das einmal genauer an. Du weißt ja, SMS ist ein Kurznachrichtendienst, maximal 160 Zeichen pro Nachricht. Danach wird es technisch in mehrere SMS aufgeteilt. Und das zwingt dich im Endeffekt zu kürzer. Es kann aber auch ein Vorteil sein. Hier findest du ein paar typische Anwendungsfälle, zum Beispiel Bestellbestätigungen und Versandupdates, um den Nutzer up-to-date zu halten, Terminerinnerungen, um die Verbindlichkeit zu erhöhen. Du könntest 2-Faktor-Codes für die Anmeldung bei einem Dienst versenden, die auf jeden Fall ankommen, oder aber auch im Marketingbereich auf zeitkritische Rabattaktionen hinweisen, zum Beispiel nur heute gibt es noch 20% in unserem Onlineshop. Vielleicht aber auch eine Verknüpfung zu deinem Onlineshop, die eine Erinnerung auslöst, wenn ein Warenkorb abgebrochen ist. Eine Eventerinnerung, falls ein Webinar in einer Stunde startet oder auch eine Systemmeldung, wenn ihr mal technische Probleme haben solltet. Was ich dir generell empfehlen würde, ist, nutze SMS gezielt für Dinge, bei denen Tempo und Zuverlässigkeit zählen. Für ausführliche Newsletter mit viel Content ist SMS der falsche Kanal. Dafür hast du im Endeffekt ja E-Mail oder auch WhatsApp-Marketing. Aber für die kurze, dringliche Botschaft ist SMS häufig konkurrenzlos. Jetzt stellt sich aber vielleicht die Frage, was brauchst du eigentlich technisch, um das Ganze umzusetzen? Die gute Nachricht vorweg, SMS-Marketing ist technisch deutlich unkomplizierter als WhatsApp-Marketing. Du brauchst dafür keine eigene dedizierte Telefonnummer, keinen Facebook-Account, keine Genehmigung von Meta. Mit Brevo hingegen kannst du das Ganze ziemlich automatisiert versenden. Brevo, falls du das Tool noch nicht kennst, kommt ursprünglich aus dem E-Mail-Marketing, ist aber inzwischen eine echte All-in-One-Lösung für die gesamte Kundenkommunikation geworden. Mit E-Mail, SMS, WhatsApp, Chat und CRM unter einem Softwaredach. Das Unternehmen kommt aus Frankreich, ist also europäisch und DSGVO-konform, wird mittlerweile von 600.000 Unternehmen weltweit genutzt. Und das Schöne ist, dass Brevo einen großzügigen, dauerhaft kostenlosen Tarif anbietet, mit dem du dich erstmal ganz unverbindlich umschauen kannst. Was du jetzt konkret brauchst, ist ein Brevo-Konto, das der Support für den SMS-Versand verifiziert hat. Das geht auch relativ schnell mit einer Nachricht ans Team. Dann brauchst du natürlich eine Kontaktliste mit Telefonnummern und der entsprechenden Einwilligung deiner Kontakte, dass sie auch per SMS kontaktiert werden dürfen. Dann brauchst du SMS-Guthaben, das kannst du dir bei Brevo als Add-on günstig dazu kaufen. Was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt einsteigen möchtest, dann nutzt doch gerne meinen Link tutorialcenter.tv/brevo-sms. Damit bekommst du nämlich 50% Rabatt für die ersten 3 Monate auf die bezahlten Tarife bei Brevo. Die Abrechnung der SMS erfolgt allerdings über Guthaben und nicht basierend auf einer festen monatlichen Zahlung. Aber sprechen wir mal über die Kosten im Detail, denn die sind etwas anders aufgebaut als bei einem klassischen Software-Abo. SMS zahlst du bei Brevo, wie erwähnt, nicht über deinen normalen Tarif, sondern über separate Guthaben, die du nach Bedarf kaufen kannst. Diese Guthaben verfallen nicht, du kannst sie also auch über Monate hinweg aufbrauchen, ohne dass etwas verloren geht. Was ich dir empfehlen würde, ist einmal kurz vorher durchzurechnen, was deine Kampagne per SMS realistisch kosten wird. Wenn du zum Beispiel 2000 Kontakte hast und einmal im Monat eine SMS-Erinnerung schickst, dann landest du vielleicht bei 180 € im Monat an reinen SMS-Kosten. Das ist zwar noch überschaubar, aber eben on top zu deinem möglicherweise Brevo Premium-Plan. Plan das also mit ein, bevor du eine größere Liste bespielst.
Jetzt kommen wir aber zum spannendsten Teil. Wie setzt du das Ganze konkret im Brevo um und wie automatisierst du SMS-Marketing? Dafür zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt in Brevo, wie der Ablauf aussieht. Nachdem du auf den Link in der Videobeschreibung geklickt hast, kommst du auf diese Seite. Wenn du auf Rabatt sichern klickst, dann kannst du dir direkt deinen Brevo-Account erstellen und dir dabei 50% Rabatt für die ersten 3 Monate sichern. Die Registrierung geht per Google, Apple oder E-Mail. Du durchläufst danach noch kurz den Onboarding-Prozess mit Angaben zu deinem Unternehmen und der Bestätigung deiner Telefonnummer und kannst danach dein Paket auswählen. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Zahl der E-Mails, die du pro Monat verschicken möchtest. Im kostenlosen Tarif sind 300 Mails am Tag inbegriffen. Außerdem gibt es verschiedene Pakete für den Bereich Marketing, Sales, aber auch die Chat-Funktion oder Brevo Phone sind extra Pakete, die du dynamisch zusammenstellen kannst. Für einen jährlichen Tarif gibt es Rabatte im Vergleich zur monatlichen Zahlung. Hier unten siehst du auch, was alles in deinem Paket mit inbegriffen ist und kannst dann zur Kasse gehen und hier dann auch noch den Rabattcode TutorialCenter50 für einen weiteren Nachlass anwenden. Die Zahlung ist dann per Kreditkarte oder PayPal möglich. Möchtest du stattdessen erst einmal kostenlos starten, klickst du einfach hier oben links auf das Brevo-Logo und landest dann im kostenlosen Plan. Für SMS benötigst du ein SMS-Guthaben. Das kaufst du dir hier oben rechts unter Nutzung und Paket und kannst dir dann mehr Guthaben für WhatsApp und SMS erwerben. Wähle hier aus, um welchen Nachrichtentyp es sich handeln soll. Das Gute ist, dass du mit demselben Guthaben sowohl SMS als auch WhatsApp-Nachrichten versenden kannst. Du bist also nicht darauf beschränkt, für eine bestimmte Nachrichtenform das Guthaben zu kaufen. Trage hier die Nachrichtenzahl ein, das wird dann in Nachrichtenguthaben übersetzt. Einzelne Nachrichten verbrauchen unterschiedlich viel Guthaben. Das hängt einmal vom Nachrichtenziel ab. In dem Fall würde ein anderer Preis für Deutschland als zum Beispiel für Frankreich gelten. Und auch der Kanal macht einen Unterschied. So würden wir hier etwa für 9 € 100 SMS-Nachrichten bekommen. WhatsApp-Marketing-Nachrichten hingegen würden uns hier etwas mehr kosten. Ich kombiniere hier mal ein kleines Testpaket aus WhatsApp und SMS-Nachrichten und gehe dann weiter zur Kasse. Dabei wird deine hinterlegte Zahlungsmethode und dein Zahlungsprofil verwendet. Du musst noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und auf Jetzt bezahlen klicken. Ich bin jetzt hier im Brevo Dashboard und dort kann ich nun eine neue Kampagne anlegen. Die geht über Marketing, Kampagnen und dort findest du auch den Reiter SMS. Hier klickst du zunächst oben rechts auf Kampagne erstellen. Danach kannst du entweder über den automatisierten Modus dir eine Automation mit mehreren Schritten bauen. Wir erstellen in dem Fall eine einmalige SMS-Kampagne. Danach trägst du einen Absendernamen für deine SMS-Kampagne ein. In manchen Ländern werden die Namen nicht angezeigt, sondern die Nummer. In vielen Ländern allerdings kannst du hier deinen Namen eintragen. Danach klickst du auf Speichern und wählst die Empfängerliste aus. Hier kannst du mit Listen arbeiten und so zum Beispiel eine eigene Liste für deine SMS-Kontakte aufbauen. Wichtig natürlich, dass zu diesem Kontakt in der Liste auch eine SMS-Nummer hinterlegt ist. Das kannst du zum Beispiel prüfen, indem du auf CRM gehst. Und wenn bei einem Kontakt dann auch SMS in der Liste steht, dann hat dieser bei SMS in seinen Kontaktattributen eine Nummer hinterlegt. Außerdem muss er auch für SMS-Kampagnen angemeldet sein. Hast du noch gar keine Kontakte, dann baust du dir erst einmal über zum Beispiel ein Kontaktformular oder über den Import von Kontakten, zum Beispiel aus einer Datei oder über Kopieren und Einfügen, eine solche Liste auf. Ich habe in dieser Liste in dem Fall einen Kontakt und könnte in den erweiterten Optionen auch noch auswählen, wer aus dieser Liste zum Beispiel keine SMS bekommen soll. Dabei lässt sich auch mit detaillierten Filtern arbeiten, zum Beispiel bei bestimmte Kontaktattribute, die das Empfangen von SMS zum Beispiel verhindern können. Jetzt wird links der Nachrichteninhalt konfiguriert. Dafür trägst du hier oben deinen SMS-Text ein. Dabei kannst du hier einen Text frei eingeben und dabei auch mit Kontaktattributen, also Variablen, arbeiten. Diese Variablen können zum Beispiel von einem Kontakt der Vorname sein. Du könntest, wenn du die Variable anklickst, auch hier einen Fallback-Wert, also falls du den Vornamen zu dem Kontakt nicht abgespeichert hast, eintragen und in den erweiterten Einstellungen auch noch die Syntax, also den Platzhalter, bearbeiten. In meinem Fall würde jetzt hier der Vorname eingesetzt werden. Außerdem lassen sich Emojis aus einer Liste hinzufügen und du kannst einen Link in deiner SMS einfügen. Spannend ist auch Write with AI. Hier hilft dir die in Brevo integrierte KI zum Beispiel dabei, deinen Text besser zu formulieren, zu übersetzen oder den Schreibstil zu verändern. Möglich ist auch der Versand eines Bildes im JPG, PNG oder GIF-Format, also auch kleine Animationen sind möglich. Das empfiehlt sich allerdings nicht unbedingt, dabei steigen nämlich die Kosten für das Versenden der SMS. Dein Bild darf außerdem nicht größer als 850 KB sein, was ziemlich klein ist.
Ist ein Bild hochgeladen, dann wird die SMS zu sogenannten MMS und braucht hier deutlich mehr Volumen. Die US-Compliance ist nur wichtig, wenn du an US-Empfänger sendest. In diesem Fall müsste deiner Organisation noch eine Zuordnung zu deinem Firmennamen angegeben werden und auch Hinweise zur Abmeldung müssen in der SMS stehen. Sonderzeichen kannst du hier separat aktivieren. Ansonsten kann es passieren, dass diese ersetzt werden, wenn sie eben nicht aktiv durch SMS unterstützt werden. Dadurch wird allerdings auch das Zeichenlimit reduziert. Sonderzeichen solltest du also nur aktivieren, wenn du in deinem SMS wirklich außergewöhnliche Buchstaben wie nicht lateinische Buchstaben oder bestimmte Akzente auf Buchstaben verwenden möchtest. Nachdem nun über den Support auch der SMS-Versand im Hintergrund freigeschaltet worden ist, dafür kannst du eine kurze Anfrage stellen, es dauert normalerweise nicht lang, kannst du dir erstmal eine Test-SMS versenden. Dafür trägst du die Empfängernummer ein und dann kannst du auf deinem Smartphone überprüfen, ob die Test-SMS bei dir angekommen ist. Das ist bei mir der Fall und auch der Absender stimmt, deswegen kann ich meine Kampagne jetzt ausspielen und dann kannst du sie entweder jetzt oder später versenden. Ich wähle Jetzt senden aus. Das war jetzt die einfache manuelle Variante, SMS zu versenden, aber der eigentliche Mehrwert, der liegt in der Automatisierung. In Brevo kannst du nämlich komplette Workflows, also Automatisierung bauen, die automatisch auf Basis von Ereignissen, Kontaktattributen oder Verhalten des Nutzers ausgelöst werden, ohne dass du dann selbst auf Senden klicken musst. Diese Workflows, die funktionieren natürlich auch kanalübergreifend. Das heißt, du kannst E-Mail und SMS in ein und demselben Workflow kombinieren. Ein typisches Beispiel wäre ein Warenkorbabbruch. Zuerst kommt vielleicht eine freundliche E-Mail-Erinnerung und wird die E-Mail ignoriert. Dann könnte noch eine SMS mit einem Rabattcode zum Beispiel kommen. Was ich dir empfehlen würde, bau nicht für jeden Kanal einen eigenen isolierten Prozess, sondern denke in einem zusammenhängenden Workflow. So erreichst du die Leute über den Kanal, der für die jeweilige Situation am sinnvollsten ist, ohne dass du doppelte Arbeit hast. Dafür würdest du auf Automatisieren klicken und kannst dir dann eine neue Automation erstellen. Diese kannst du entweder hier im geführten Modus oder im freien Modus beschreiben oder von Grund auf neu erstellen. In dem Fall möchte ich, dass jeden Montag um 15 Uhr eine SMS gesendet wird und dafür wird jetzt aus meinem Prompt mit Hilfe von KI ein Template gebaut. Hier gibt es nun noch einen Trigger. Das ist der erste Schritt. Zum Beispiel könntest du sagen, dass das hier alle aus deiner WhatsApp-Liste betreffen soll. Danach folgt die Aktion und das ist SMS senden. Danach folgt die Aktion und das ist in dem Fall SMS senden. Hier ist die Auswahl zwischen transaktionaler SMS und Promotional SMS. In dem Fall wollen wir eine Promotional SMS haben und Werbe-SMS, die müssen einen Abbestellungslink oder eine Abbestellungsmöglichkeit haben. Dafür kannst du jetzt hier erst einmal wieder den Absendernamen, den Inhalt mit möglichen Variablen, Emojis, KI oder Links einfügen und dann noch Ereignisdaten deiner SMS hinzufügen. Auch hier gibt es die Option zu Sonderzeichen. Du kannst den Versandzeitpunkt besser wählen, zum Beispiel, dass sie nicht nachts kommen soll und die US-Compliance richtig einstellen. Du kannst zusätzlich mit Regeln arbeiten, also zum Beispiel eine Verzögerung einbauen, dass die SMS zum Beispiel nur alle 7 Tage rausgeht und da die Kontakte immer nur am Montag um 15 Uhr hinzugefügt werden, würde erst nach 7 Tagen hier die erste SMS rausgehen. Du kannst hier jetzt auch bedingte Splits einbauen, also zum Beispiel, je nachdem, was passiert ist, andere Automationsregeln starten. Das könnte zum Beispiel sein, dass wenn ein Kontakt auf einen Link in einer SMS geklickt hat, dass dann im Zweig A etwas anderes passiert als im Zweig B, wo der Kontakt in dem Fall die Bedingung nicht erfüllt hat, also nicht auf einen der Links geklickt hat. Und hier wiederum musst du jetzt nicht bei SMS bleiben, sondern die nächste Aktion könnte zum Beispiel auch sein, jetzt statt einer SMS eine E-Mail zu versenden, die zum Beispiel den angeklickten Link noch einmal bestätigt. Und so baust du jetzt Schritt für Schritt eine Automation mit verschiedenen Bedingungen und Abhängigkeiten zusammen. Vergiss nicht am Ende, deine Automation einmal zu testen, zum Beispiel mit deinem Testkontakt und sie nach erfolgreichem Test dann auch zu aktivieren. Du findest sie danach unter Automatisierung als aktiv laufende Automation und wirst dann auch Feedback bekommen, wie viele Leute gerade in diesem Prozess sind. Es gibt jedoch nicht nur SMS-Kampagnen, sondern auch die sogenannten transaktionalen SMS. Diese musst du im ersten Schritt konfigurieren, das geht hier oben rechts über die Einstellungen und dann findest du etwas weiter unten bei Automatisierungen die transaktionalen SMS. Hier kannst du dann über Konfiguration die SMS-API anbinden. Das ist eine Schnittstelle, um zum Beispiel über deine eigens entwickelte Web-App SMS auslösen zu können. Dafür wirst du einen API-Schlüssel brauchen. Diesen findest du unter SMTP und API. Hier könntest du dir dann zum Beispiel einen neuen API-Schlüssel generieren und diesen kopieren und in deinen Dienst nutzen. Dafür brauchst du allerdings die nötige technische Erfahrung.
SMS, sofern du nicht eine MMS versendest, ist auf reinen Text und nur 180 Zeichen limitiert. WhatsApp dagegen erlaubt dir Bilder, Videos, Buttons oder sogar GIF-Dateien und bei einer Öffnungsrate von durchschnittlich 98%, während SMS und E-Mail da deutlich drunter liegen. Außerdem sind Follow-up-Nachrichten innerhalb von 24 Stunden bei WhatsApp komplett kostenlos, bei SMS ist das nicht der Fall. Daher mein Tipp, starte mit SMS, weil es technisch und finanziell einfacher ist, und wenn du merkst, dass deine Zielgruppe noch mehr visuelle, interaktive Kommunikation braucht, dann nimmst du am besten WhatsApp als zweiten Messaging-Kanal noch dazu. SMS-Marketing ist günstig, schnell einzurichten und erreicht wirklich jeden, ganz ohne App-Voraussetzungen. Kombiniert mit E-Mail in automatisierten Workflows wird daraus ein richtig starkes Multi-Channel-Setup, das für dich im Hintergrund läuft. Wenn du jetzt selbst starten möchtest, geh gern auf tutorialcenter.tv/brevo-sms und sichere dir 50% Rabatt für die ersten 3 Monate für die Marketing- und Sales-Plattform von Brevo. Und wenn du noch mehr zu den sogenannten Web-Push-Nachrichten erfahren möchtest, ebenfalls ein spannender, direkter Ansprachekanal, findest du hier das entsprechende Video. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines SMS-Marketings mit Brevo.